Dutzende Menschen drängen sich in der Dunkelheit und strecken die Arme nach oben. Ihre Haut ist grau, die Münder stehen offen. Auf mehreren Köpfen sitzen Blumenkränze, als kämen sie von einem Fest. In der Mitte steht ein junger Mann mit einem weißen Hut und schaut an ihnen allen vorbei. Und wenn du nah genug herangehst, merkst du etwas, das nicht sein dürfte. Diese Gesichter sind Porträts. Jedes einzelne davon hat es wirklich gegeben. Sieh dir einen dieser Körper genau an. Die Rippen zeichnen sich ab, die Haut spannt über dem Schlüsselbein. Ein Knie ist leicht eingeknickt, weil das Gewicht auf dem anderen Bein liegt. Das ist kein Akademieakt, bei dem die Muskeln sitzen, wo sie schön aussehen. Das ist ein bestimmter Mensch mit einem bestimmten Körper. Ein Maler des 19. Jahrhunderts konnte das mit einem Modell im Atelier erreichen. Mit einem, vielleicht mit 5, wenn er sie nacheinander bezahlte. Hier sind es Dutzende, in einer Komposition, die 3,5 Meter breit ist. Und jeder einzelne hält eine andere Pose. Ein zurückgeworfener Kopf, ein Arm, der von unten nach oben stößt, ein Rücken, der sich wegdreht, ein Körper, der in sich zusammensinkt. Kein Atelier der Welt fasst so viele Modelle gleichzeitig und keines hält so viele Posen gleichzeitig still, bis ein Maler sie abgemalt hat. Trotzdem stimmt an jedem Einzelnen die Anatomie. 1898, Wien. Der Maler heißt Adolf Jeremy Hirschl, 38 Jahre alt, geboren in Temeswar im damaligen Ungarn, jüdisch, ausgebildet an der Wiener Akademie. Er hat Preise gewonnen, stellt im Künstlerhaus aus, dem Zentrum des offiziellen Kunstbetriebs. Sein Nachname war Hirschl. Den Namen Jeremy hat er sich zugelegt. In diesem Jahr ist Wien eine Stadt, in der so etwas eine Rolle spielt. Seit einem Jahr regiert Karl Lueger als Bürgermeister, ein Mann, der seine Karriere auf offenem Antisemitismus gebaut hat. Der Kaiser hatte sich lange geweigert, ihn zu bestätigen. Dann hat er nachgegeben. Im selben Jahr malt Jeremy Hirschl dieses Bild. Der Stoff ist 2000 Jahre alt. Der Acheron ist der Fluss, den die Toten überqueren müssen, um ins Totenreich zu gelangen. Am Ufer warten sie auf den Fährmann. Wer ihn nicht bezahlen kann, wartet 100 Jahre. Die Angehörigen legten den Toten deshalb eine Münze in den Mund. Es ist ein Bild über Menschen, die an einer Grenze festsitzen und nicht wissen, ob sie hinüberkommen. Und es ist ein Bild, in dem der Fährmann nicht vorkommt. Kein Boot, kein Ruder, kein Ufer auf der anderen Seite. Jeremy Hirschl malt den Moment davor und lässt die Erlösung weg. Wien in diesem Jahr ist eine Stadt in Aufruhr. Ein Jahr zuvor haben junge Maler um Gustav Klimt die Secession gegründet, den Bruch mit genau dem Künstlerhaus, in dem Jeremy Hirschl ausstellt. Im September wird Kaiserin Elisabeth in Genf erstochen. Die Stadt, die man später als goldenes Zeitalter erinnern wird, kippt gerade. Im selben Jahr verlässt Jeremy Hirschl Wien. Er geht nach Rom und bleibt dort 35 Jahre bis zu seinem Tod. Zurück kommt er nicht. Ob das eine Sache mit der anderen zu tun hat, hat er nicht aufgeschrieben. Die beiden Daten stehen nebeneinander. Mehr lässt sich nicht behaupten. Das Bild bleibt in Wien. Es hängt heute im Belvedere. Such die einzige Lichtquelle im Bild. Sie sitzt rechts oben hinter dem Kopf eines jungen Mannes. Er trägt einen breiten weißen Hut, an dem ein schwarzer Flügel sitzt, und einen dunkelblauen Mantel. In der Hand hält er einen Stab, um den sich Schlangen winden. Das ist Hermes. Nicht der Götterbote, den du aus Kinderbüchern kennst. Das ist Hermes in seiner ältesten Rolle, der Seelengeleiter, der die Toten hinunterbringt. Und jetzt achte auf sein Gesicht. Er sieht die Menge nicht an. Sein Blick geht nach links unten, an der Menge vorbei, ins Leere. Um ihn herum strecken sich Dutzende Arme nach ihm aus. Er reagiert auf keinen einzigen. Geh von ihm nach links, in die Menge.
Ein nackter Mann ganz oben wirft den Kopf in den Nacken, der Mund steht offen. Daneben ein Gesicht mit Lorbeerkranz, ebenfalls schreiend. Eine Frau darunter drückt die Hand gegen die eigene Brust. Überall Arme, senkrecht nach oben, wie in einem ertrinkenden Feld. Aber jetzt sieh dir die Köpfe genauer an. Auf mehreren sitzen Blumenkränze, Rosen im Haar der Frau im türkisgrünen Gewand, weiße Blüten bei der verschleierten rechts, ein Kranz aus grünen Blättern bei dem schreienden Mann. Diese Menschen wurden geschmückt. So bestattete man in der Antike, bekränzt, gewaschen, zurechtgemacht. Sie tragen noch, was ihre Angehörigen ihnen mitgegeben haben. Und es hilft ihnen hier unten nicht. Links im Bild steht eine Gestalt, die aus all dem herausfällt. Eine Frau in einem schweren, dunklen Mantel, von hinten gesehen, den Kopf gesenkt. Sie ist vollständig bedeckt, als einzige in dieser Menge. Sie streckt keinen Arm aus, sie schreit nicht, sie drängt nicht nach vorn. Sie steht mit dem Rücken zu Hermes. Wer immer sie ist, sie hat sich entschieden, in die andere Richtung zu schauen. Und der Maler hat ihr dafür die größte zusammenhängende Fläche des Bildes gegeben. Ein Stück Stoff, so dunkel, dass es fast mit dem Fels dahinter verschmilzt. Bleib nun bei der Frau in Türkis. Sie sitzt am Boden mit dem Rücken zu dir, den Kopf gesenkt. Ihr Gewand ist das hellste Stück Farbe im ganzen Bild. In einem Werk, das fast vollständig aus Grau, Schwarz und Hautton besteht, hat Jeremy Hirschl genau 3 Farben zugelassen. Dieses Türkis, das Blau von Hermes Mantel und ein blasses Gelb rechts unten. Und dorthin geh jetzt. Rechts unten, halb verdeckt vom Gewand einer Verhüllten, liegen 2 kleine Kinder. Nackt, grauweiß, die Augen geschlossen. Eines liegt auf dem Rücken, das andere daneben, das Gesicht abgewandt. Sie strecken keine Arme aus. Sie schreien nicht, sie warten nicht einmal. Sieh zuletzt an den rechten Bildrand. Dort werden die Figuren durchsichtig. Man sieht Gesichter und Schultern, aber der Fels dahinter scheint hindurch. Je weiter das Auge nach rechts geht, desto weniger Körper ist da. Das ist kein Nebel und kein Schatten. Dem geht es. Und die, die schon fast dort sind, haben aufgehört, Menschen zu sein. Ganz vorne, direkt vor deinen Füßen, liegen abgestorbene Zweige auf einer Steinplatte. Kein Gras, keine Blume. Das Letzte, was zwischen dir und dieser Menge steht, ist totes Holz. Und nun die Frage vom Anfang. Wie bekommt ein Maler Dutzende individuelle Körper auf eine Leinwand, die alle aussehen wie bestimmte Menschen? Die Antwort steht in der Sammlungsdatenbank des Belvedere. Die realistische Wiedergabe der nackten, blassen, teilweise verhüllten Körper beruht auf Fotografien. Jeremy Hirschl hat lebende Menschen fotografiert, um Tote zu malen. Das war damals kein selbstverständlicher Schritt, sondern ein heikler. Maler benutzten die Fotografie längst, aber die meisten gaben es nicht zu. Wer nach der Platte arbeitete, galt als jemand, der nicht wirklich zeichnen kann. Man tat es und schwieg darüber. Und ausgerechnet ein Symbolist tut es. Ein Maler, dessen ganzes Fach darin besteht, das Unsichtbare darzustellen. Seelen, Jenseits, Mythos, holt sich das nüchternste technische Gerät seiner Zeit ins Atelier. Denk kurz darüber nach, wie das abgelaufen sein muss. Ein Raum in Wien oder Rom. Eine Plattenkamera. Menschen, die sich ausziehen, eine Haltung einnehmen und mehrere Sekunden lang stillhalten müssen, weil die Belichtung so lange dauert. Ein Kopf im Nacken, den Mund offen, die Arme nach oben gestreckt. Sie mussten den Tod nicht spielen. Sie mussten nur reglos sein. Das ändert, was du hier siehst. Diese Seelen sind keine Erfindung. Es sind Menschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, deren Körper einzeln aufgenommen und dann zu einer Menge zusammengesetzt wurden. Person für Person in ein Totenreich hineinmontiert. Sie haben ihre Körper für die Toten hergegeben. Ihre Namen kennt niemand und die Kinder rechts unten
hat auch jemand hingelegt und fotografiert. Und dann geschieht mit dem Bild dasselbe wie mit ihnen. Jeremie Hirschl ist nach Rom verschwunden, aus dem Kanon der Kunstgeschichte verschwunden. Und dieses Bild hing über ein Jahrhundert lang da, ohne dass jemand es kannte. 215 mal 340 Zentimeter. Breiter als das Zimmer, in dem du gerade sitzt. Wer im Belvedere davor steht, steht auf Augenhöhe mit diesen Körpern. Sie sind lebensgroß. Sie sind größer als lebensgroß. Und irgendwo in diesem Gedränge ist ein Gesicht, das sein Besitzer nie wieder gesehen hat. Mehr vergessene Meisterwerke. Abgrundgalerie abonnieren.